Berecht one, das Echo der Kiefern. Ich hat diese sich Ladung nicht annehmen sollen. Die Strays war bereits in schlechtem Zustand, dichter Nebel war verursacht und ich war schon seit Stunden unterwegs. Aber wenn man nachts allein arbeitet, beginnt man sich einzurden, dass man noch ein Stück weiterfahren kann, nur noch ein paar Kilometer, nur noch einen einzigen Halt. Genau diese Art von Gedenken brachte mich schließlich zu diesem Holzplatz, verloren mitten im Schwarzwald. Es war fast 2 Uhr morgens, als ich in diese Gegend kam. Der Nebel war so dicht, dass die Scheinwerfer des Lastwagens die Straße nicht wirklich beleuchteten. Sie entfüllten nur ein Weißwand, die sich langsam vor mir bewegte. Es fühlte sich an, als würde ich durch eine Festwolke fahren. Jeder Curve tauchten die Kiefern aus der Dunkelheit auf, wie gewaltig sollen so hoch, dass ich ihre Spitzen nicht erkennen konnte. Die Windschutzscheibe war mit feinen Regentropfen bedeckt, diesen Tropfen, die kein Lautes Geräusch machen, sondern ein ständiges Flüstern erzeugen, wenn der Wind sie über das Glas zieht. Die Straße war völlig leer, kein entferntes Licht, kein Lastwagen im Rückspiegel, nur das gleichmäßig brummende Motors, das leise Reifen auf dem nassen Asphalt und die Scheibenwischer, die in einem beinahe hypnotischen Rhythmus hin und her glitten. Als das GPS die Einfahrt zum Holzverladeplatz bei Schlucksien zeigte, hätte ich die schmale Abzweigung fast übersehen. Es war nur eine dunkle Öffnung zwischen den Kiefern. Ich verringerte die Geschwindigkeit und lenkte langsam in diesen engen Weg hinein, der von dicht stehenden Bäumen umgeben war. Sobald ich den Asphalt verließ, spürte ich, wie der Lastwagen leicht über den unebenen, schlammigen Boden vibriert. Die Stille Waldes war anders als jede andere Stille. Selbst bei laufendem Motor hatte ich das Gefühl, als würde der ganze Ort zu hören. Nach einigen Minuten auf diesem dunklen Weg öffneten sich die Bäume schließlich und gaben den Blick auf den Holzplatz frei. Es war eine Großfläche, gefüllt mit gewaltigen Stapeln frisch gefällter Baumstämme. Einige waren über 20 Meter lang und lagen in Haufen gestapelt, die so hoch waren, dass sie im Nebel verschwanden. Ich parkte den Lastwagen neben einem dieser Stapel und stellte den Motor ab. In dem Moment, als der Motor verstummt, legte sich eine beinahe erdrückende Stille über den Ort. Das einzige Geräusch, das blieb, war der feine Regen, der gegen das Metall des Lastwagens prasselte und über die Kanten der Decke hinabblieb. Ich atmete tief ein, bevor ich die Tür der Fahrerkabine öffnete. Die kalte Waldluft drang sofort hinein und brachte einen starken Jerk von frischem Kiefernharz mit sich, vermischt mit Diesel und nasser Erde. Es war ein schwerer Jerk, fast so süß, als würde der Wald selbst mich herumharz bluten. Während ich eine der Spangerts festsog, hörte ich ein Knarren irgendwo aus dem Wald kommen. Wahrscheinlich nur der Wind, der durch die Kiefern strich, dachte ich arbeitete weiter. Dann hörte ich noch ein Geräusch. Dieses Mal kam es vom Lastwagen. Ein leises Zischen. Ich drehte sofort den Kopf. Die Kabine war schwach vom Armaturenbrett beleuchtet und das Funkgerät war eingeschaltet. Ich war mir absolut sicher, dass es ausgeschaltet gewesen war, als ich angehalten hatte. Trotzdem gab es jetzt ein gleichmäßiges Rauschen von sich. Ich beobachtete es einige Sekunden lang und versuchte mir einzureden, dass es nur eine elektrische Störung war. Doch dann bemerkte ich etwas, das mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Das Rauschen war nicht zufällig. Es hatte einen Rhythmus. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Es klang wie jemand, der atmet. Das Atmen kam aus dem Funkgerät. Langsam, schwer, fast, zu feucht. Ein paar Sekunden lang stand ich vollkommen ruhig still. Der Regen fiel weiter um mich herum. Die Tropfen trafen die Metallhaut des Lastwagens in die Holzstapel und entdeckten klein Dampfgeräusche. Der Geruch von Kiefernharz schien jetzt stärker zu sein, vermischt mit dem metallischen Geruch von Diesel. Langsam ging ich zur Tür der Kabine. Ich stieg die Metallstufen hinauf. Ich setzte mich hinein. In dem Moment, als ich die Tür schloss,
wurde das Atmen deutlicher. Mit kalter Hand griff ich nach dem Mikrofon des Funkgeräts und sprach, wobei ich versuchte ruhiger zu klingen, als ich mich tatsächlich fühlte. Ich demand auf der Frequenz. Das Funkgerät wurde sofort vollkommen still. Kein Rauschen, kein Atmen, nur still. Einige Sekunden lang dachte ich, es war einfach irgendeine seltsame Störung gewesen. Dann hörte ich etwas aus dem Wald kommen. Zwischen den gewaltigen Stapeln von Baumstämmen. Ein Stimme. Mein Stimme. Ich demand auf der Frequenz. Der Klang war identisch mit dem, was ich gerade gesagt hatte. Dieselbe-Betonung, dieselbe-Pause zwischen den Worten. Aber in diesem Echo war etwas zutiefst falsch. Die Stimme klang schon langsam, als würde sie von etwas wiederholt, das nicht ganz verstand, wie ein Mensch spricht. Ein Herz begann schnell zu schlagen. Ich blickte wieder aus der Kabine hinaus. Die Taschenlampe, die ich sauber fallen gelassen hatte, beleuchtete noch immer ein kleines Stück Schlamm neben dem Lastwagen. Genau in diesem Moment bemerkte ich etwas, das ich vorher nicht gesehen hatte. Ein kleines Aufnahmegerät. Es steckte halb im Schlamm mit einem kleinen roten Licht, das blinkte. Vorsichtig stieg ich aus der Kabine und hob das Gerät auf. Es war kalt und mit Schlamm bedeckt. Ich drückte die weitergelbe Taste. Zuerst hörte ich nur den Regen. Dann kam ein Schritt. Langsam Schritt im Schlamm. Sehr nah am Lastwagen. Das Geräusch war schwer, als würde etwas Großes das Fahrzeug herumgehen. Dann hörte ich das metallische Geräusch der Kabinenleiter, die benutzt wurde. In der Aufnahme öffnete sich eine Tür. Ich stieg aus dem Lastwagen und meine Füße sanken leicht in den Schlamm. Jeder Schritt erzeugte ein fichtes, klappriges Geräusch. Ich nahm die Taschenlampe meines Handys und begann, den Trailer herumzugehen, die Geräte zu überprüfen, die Ladung hielten. Das Licht der Lampe erhellt nur ein paar Meter. Alles darüber hinaus war Dunkelheit und Nebel. Die Stapel aus Baumstämmen wirkten wie Residuen, die aus dem Nichts auftauchten. In manchen Momenten hatte ich den Eindruck, Bewegungen zwischen ihnen zu sehen, doch jedes Mal, wenn ich die Lampe in diese Richtung richtete, war dort nichts. Dann kam wieder dieses tiefe Fastführatmen. Es war genau dasselbe Atmen, das ich zuvor über das Funkgerät gehört hatte. Mein Magen zog sich zusammen. Ich hörte wieder. Auf dem Aufnahmegerät bewegte sich etwas in der Kabine. Als wurde stationiert des Wagens erkunden, dann brach die Aufnahme plötzlich ab. Ich blickte auf das Digitaldisplay des Geräts. Es zeigte die Zeit der Aufnahme. 15. Langsam habe ich mein Handgelenk und sah auf meine Uhr. 3:14. Genau in diesem Moment hörte ich ein Geräusch hinter mir. Ein metallisches Klicken. Es kam vom hinteren Teil der Kabine des Lastwagens. Der Griff der hinteren Tür begann sich zu drehen. Langsam. So langsam, dass es wirkte, als würde der Jenny auf der anderen Seite jeden einzelnen Augenblick genießen. Ich blieb stehen. Ohne zu atmen. Das Geräusch des sich drehenden Türgriffs ging weiter. Dann kam ein leises Klicken. Die Tür war triegelt. Ein kalter Schauer lief mir über die Wirbelsäule. Etwas auf der anderen Seite der Tür drückte langsam dagegen. Das Holz der Kabine knarrte. Ich drehte mich nicht um. Ich ließ einfach das Aufnahmegerät in den Schlamm fallen, rannte zur vorderen Kabine und startete den Lastwagen. Der Motor brüllte laut in der Stille des Waldes. Ich legte den Gang ein und beschleunigte, ohne auch nur einen Moment nachzudenken. Der Lastwagen schoss über den Erdweg, während der Nebel alles mich herum verschluckte. Dann spürte ich einen gewaltigen Aufprall auf dem Trailer. Etwas Schweres war auf die Ladung der Baumstämme gefallen. Der Lastwagen schwankte heftig.
Im Rückspiegel durch Regen in der Bell hatte ich für einen Moment den Eindruck, eine riesige Silhouette zu sehen, die sich langsam über den Stapel aus Holz bewegte. Es war dort hinten. Es war das in meinen Lastwagen eingestiegen war. Ich hielt nicht an. Ich fuhr bis am Morgengrauen und ich bin nie wieder zu diesem Holzplatz im Schwarzwald zurückgekehrt. Doch bis heute, wenn ich nachts allein unterwegs bin und das Funkgerät plötzlich zu rauschen beginnt, höre ich manchmal einatmen. Langsam. Schwer. Es atmet genau im gleichen Rhythmus wie ich. Und jedes Mal, wenn das passiert, habe ich das Gefühl, dass irgendwo in der Dunkelheit der Straße noch immer etwas hinter mir her ist. Geriet zu das Labyrinth aus Stahl. Wenn es einen Ort gibt, an dem sich die Nacht falsch anfühlt, dann ist es die Industriezone von Duisburg. Tagsüber workt dort alles wie eine lebendige Maschine. Kräne drehen sich langsam über den Hallen. Lastwagen fahren ständig ein und aus. Metallketten ziehen Tonnen von Stahl über den Boden und die Luft vibriert vom ständigen Geräusch von Metall, das geschnitten und geformt wird. Doch nach Mitternacht, wenn die meisten Arbeiter gegangen sind und nur noch einige Nachtschichten bleiben, verwandelt sich dieser Ort völlig. Die riesigen Strukturen stehen immer noch dort, beleuchtet nur von ein paar gelben Lampen auf hohen Masten, aber die Höfe sind fast leer. Das Ergebnis ist eines seltsam, schwer still, voller ferner Echos, die scheinbar kilometerweit zwischen den Metallwänden wandern. In jener Nacht war tätig auf eine Ladung Stahlcoils im Industriegebiet von ThyssenKrupp, 6 riesige Stahlcoils, jede fast 20 Tonnen schwer. Es war die Art von Fracht, die seit ungettelt verlangt, weil nur wenige Kranführstück dieser Größe bewegen können. Ich war viel zu früh angekommen und wusste, dass ich dort wahrscheinlich mindestens eine Stunde warten würde. Es war fast 3 Uhr morgens, als ich den Lastwagen auf einem der Wardhöfe parkte. Der Sortierhall lag direkt vor mir. Es war ein riesiges Gebäude mit Metalltoren hoch genug, ganze Lastwagen zu verschlucken. Dächer standen halb offen, aber drinnen brannte kein Licht, nur tiefe Dunkelheit. Die Region fiel langsam auf den Asphalt und bildete kleine Pfützen, in denen sich das gelbliche Licht der Laternen spiegelt. Der Geruch in der Luft war stark. Nasser Rost, industriell und diese metallische Mischung, die es immer in Orten gibt, und denen jeden Tag Tonnen von Stahl bewegt wurden. Ich stellte den Motor ab und blieb in der Kabine sitzen, starrte auf mein Handy und warte, dass die Zeit verging. Dann hörte ich das erste Geräusch. Ein trockener Aufprall. Komm. Langsam habe ich den Blick und sah zur Halle hinüber. Das Geräusch war von dort drinnen gekommen. Ich wartete einige Sekunden und lauschte, ob noch etwas zu hören war, das es erklären konnte. Vielleicht ein herabfallendes Metallblech, vielleicht eine Kette, die sich im Wind bewegte. Aber nichts geschah. Ich sah wieder auf mein Handy und versuchte, es zu ignorieren. Ein paar Sekunden später kam das Geräusch wieder. Tom, dieses Mal etwas lauter. Ich habe erneut den Kopf. Die Halle lag immer noch vollkommen im Dunkeln. Die offenen Tore wirkten wie zwei schwarze Löcher, die das schwache Licht des Hofes verschluckten. Ich versuchte mir einzureden, dass es nur abkühlendes Metall war, etwas ganz Normales in Industrieanlagen. Dann kam der dritte Aufprall. Und diesmal halte über den ganzen Hof. Ich schalte mein Handy aus und starte einige Sekunden auf die Halle. Mein Instinkt sagte mir, dass in diesem Ort etwas nicht stimmte. Es war nicht nur das Geräusch. Es war die Stille danach, als würde der ganze Raum auf irgendeine Reaktion warten. Ich nahm die Taschenlampe, die ich immer in der Kabine ließ, und stieg aus dem Lastwagen. Sobald meine Füße den nassen Asphalt berührten, spürte ich den kalten Wind, der zwischen den Hallen hindurchzog. Riesigte ein langes, tiefes Geräusch, als würde durch unsichtbare Metalltunnel strömen. Ich ging ein paar Schritte weiter, und das Licht der Taschenlampe fiel auf den Boden vor mir. In diesem Moment sah ich die Fußspuren. Am Anfang dachte ich, es seien einfach Spuren eines Arbeiters. Doch als ich näher kam, bemerkte ich,
das etwas nicht stimmte. Die Fußabdrücke waren klein, sehr klein, so groß wie die Füße eines Kindes, und sie waren barfuß. Was mich wirklicher starren ließ, war die Tiefe der Abdrücke. Sie waren in den feuchten Asphalt gedrückt, als hat die Person, die dort gegangen war, viel mehr Joagen, als ein Kind jemals wiegen könnte. Das Regenwasser sammelte sich in den Abdrücken und bildete kleine Pfützen, perfekt geformt in der Form dieser Füße. Langsam folgte ich der Spur mit der Taschenlampe. Die Abdrücke führten direkt zu meinem Lastwagen. Mein Magen zog sich zusammen. Ich ging weiter und bemerkte etwas noch Seltsameres. Die Fußspuren endeten nicht beim Lastwagen, sie gingen ihn herum. Ein vollständiger Kreis. Ich folgte der Spur weiter und sah noch einen Kreis. Dann noch einen, und noch einen. Es war, als war etwas immer wieder meinen Lastwagen herumgelaufen und hätte perfekte Kreis auf dem nassen Asphalt gezogen. In diesem Moment wurde der Wind stärker und irgendwo auf dem Hof begann eine Metallplatte wiederholt zu schlagen, ein trockenes Geräusch, das zwischen den leeren Hallen weiterhallte. Dann schaltete sich das Funkgerät in der Kabine selbst ein. Das Rauschen der Statik zerschnitt die Stille des Hofs. Ich strich sofort den Kopf. Das Armaturenbrett des Lastwagens war beleuchtet, und das Funkgerät sendete. Zuerst kam nur Interferenz. Dann begann langsam eine Stimme zwischen dem Rauschen hervorzutreten. Es war ein Schlaflied. Ich erkannte die Melodie sofort. Es war ein altes Lied, ein deutsches Wiegenlied, das meine Mutter mir sang, als ich noch ein Kind war. Doch die Stimme aus dem Funkgerät war die eines Kindes. Und gleichzeitig war es meine eigene Stimme. Eine eisige Kälte kroch meine Wirbelsäule hinauf. Die Stimme sang noch einige Sekunden weiter und flüsterte dann etwas. Papa, mir ist kalt hier drinnen in der Spool. Mein ganzer Körper erstarrte. Ich sah sofort zum Trailer. Die 6 Stahlcoils waren mit einer dicken Plane bedeckt, die mit Gurten festgespannt war. Auf den ersten Blick sah alles normal aus. Doch als ich mit der Taschenlampe nachlugte, sah ich etwas, das dort nicht sein sollte. Einen Riss in der Plane. Lang, unregelmäßig. Und die Ränder der Risses waren nach außen gebogen, als hätte etwas den Stoff von innen nach außen aufgerissen. Langsam ging ich auf den Trailer zu. Der Wind pfiff wieder zwischen den Metallstrukturen des Hofs. Der Regen fiel langsam auf den Stahl und suchte klein, harte Geräusche. Als ich die aufgerissene Spule erreichte, hörte ich ein Geräusch aus dem Inneren des Stahlzylinders. Tock. 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 Wie jemand, der mit den Fingern gegen ein Metallrohr klopft. Ich blieb stehen, ohne zu atmen. Das Geräusch hörte auf. Einige Sekunden lang gab es nur Wind und Regen. Dann sprach das Funkgerät in der Kabine wieder. Papa, du bist viel Runden gelaufen. Ich habe all gezählt. Genau in diesem Moment hörte ich etwas hinter mir. Einen Schritt. Langsam richtete ich die Taschenlampe auf den Boden. Neue Fußabdrücke erschienen im Wasser auf dem Asphalt. Einer. Dann erschien noch einer. Doch dort war niemand. Es war, als würde etwas Unsichtbares mich herumgehen. Dann hörte ich ein Klopfen gegen die hintere Scheibe der Fahrerkabine. Doch, sofort drehte ich den Kopf. Im Rückspiegel sah ich eine kleine, graue Hand, die gegen das Glas gedrückt war. Die Finger waren viel zu lang, viel zu dünn, und sie begannen langsam gegen das Fenster zu klopfen. Tock, tock, tock. Ich rannte zur Kabine, sprang hinein und verriegelte alle Türen. Meine Hände zitterten, während ich den Lastwagen startete. Der Motor brüllte laut in der Stille des Hofes. Ich sah weiter in den Rückspiegel. Die Hand war nicht mehr da, aber etwas anderes war dort. Eine kleine Gestalt, die auf den Stahlcoils hockte. Sie bewegte mich. Ich gab sofort Gas und verließ den Hof, ohne auf die Leitung zu warten. Ich fuhr mehrere Minuten lang und versuchte mir einzureden,
das als nur Müdigkeit gewesen war. Dan sagt weiter in den Rückspiegel. Bemerkte etwas, das mir das Blut in den Ädern gefrieren ließ. Die Kerosinplane auf dem Trailer bewegte sich. Etwas darunter versuchte herauszukommen. Und genau in diesem Moment begann das Funkgerät wieder zu singen. Dasselbe Wiegenlied. Mit meiner eigenen Stimme. Als war dieses etwas noch immer im Lastwagen. Zusammen mit mir. Bericht 3. Der thermisch Beobachter. Ein Jamals nach super die A7 gefahren bist, besonders in der bergigen Region nahe Kassel, weißt du, wie isoliert sich dieser Abschnitt der Autobahn anfühlen kann. Tagsüber fahren dort ständig Lastwagen und Autos, doch nach Mitternacht nimmt der Verkehr so stark ab, dass man manchmal mehrere Minuten fahrt, ohne auch nur einenseitiges entgegenkommendes Licht zu sehen. Die Straße schneidet durch Hügel, die von dichten Wäldern bedeckt sind, und wenn der Nebel aus den Bergen herabzieht, scheint alles in einer schweren Stille zu verschwinden. In jener Nacht fuhr ich nicht selbst. Ich arbeitete als temporärer Wachmann auf einer kleinen Baustelle, direkt neben der Autobahn. Es war ein einfaches Projekt zur Wartung der Fahrbahn. Das Gelände war von hohen Metallsonnen umgeben. Einige schwere Maschinen standen auf dem Hof, und wir Mobilitmassen hielten den Bereich hell genug, sodass jede Bewegung schon von weitem sichtbar gewesen war. Ein Posten befand sich in einem Metallcontainer nahe dem Haupttor. Darin standen ein Tisch, ein Funkgerät, ein Monitor, der mit den Überwachungskameras verbunden war, und ein paar Wärmebildferngläser, die die Firma nutzte, den Waldbereich rund das Gelände zu beobachten. Die Arbeit war einfach, wach bleiben, kurze Rundgänge über den Hof machen und darauf achten, ob jemand versucht, hinzudringen, Treibstoff oder Werkzeuge zu stehlen. Gegen 2:40 begann es zu regnen. Zuerst waren es nur ein paar Tropfen, dann wurde der Regen gleichmäßig. Das Geräusch der Tropfen auf dem Metalldach des Containers erzeugte ein kontinuierliches, beinahe hypnotisches Rauschen. Der Wind, der aus den Bergen kam, ließ den Container gelegentlich leicht vibrieren, als würde jemand von außen gegen die Struktur drücken. Auch der Nebel begann sich zu bilden. Innerhalb weniger Minuten die Sicht drastisch ab. Durch das Fenster des Containers konnte ich nur noch einen Teil des Hofs erkennen, bevor alles in dieser weißen Masse verschwand. Mir die Zeit zu vertreiben, nahm ich das Wärmebildfernglas und begann, die Linie des Waldes zu beobachten. Der Bildschirm zeigte alles in blau und Grüntönen, während alles lebendig wegen der Körperwärme in Gelb oder Rot erschien. Es dauerte nicht lange, bis einige Tiere auftauchten. Ich sah zwei Fuchse, die zwischen den Bäumen hinterliefen, und einen Hirsch, der neben einem umgestürzten Stamm stand. Das war in dieser Gegend völlig normal. Dann erschien etwas am Rand des Waldes. Zuerst sah es nur wie eine regellose Form zwischen den Bäumen aus. Ich stellte den Fokus des Geräts schärfer und bemerkte, dass es menschliche Umrisse hatte. Aber es war sehr weit entfernt. Ich blickte auf die Distanzen des Geräts. Etwas 200 Meter. Etwas Großes. Unbeweglich. Einige Sekunden lang versuchte ich zu begreifen, ob es wirklich eine Person war oder nur eine Täuschung durch den Nebel in das Gerät. Ein einziger Lichtschlag reichte aus, damit sich etwas änderte. Als ich wieder durch den Sucher sah, war die Gestalt näher. 150 Meter. Mein Magen zog sich zusammen. Ich hatte keine Bewegung geschehen, keinen Schritt, kein Herankommen, sie war einfach an einem anderen Ort. Ich beobachtete weiter. Die Gestalt blieb stehen. Viel zu groß. Die Arme wirkten zu lang. Der Kopf war leicht geneigt. Ich blinzelte erneut. Jetzt war sie etwa 100 Meter entfernt. Ein kalter Schauer lief mir den Nacken hinauf. Ich senkte das Fernglas und versuchte durch das Fenster des Containers zu schauen, aber der Nebel verbarg die Waldlinie vollständig. Ich habe das Wärmebildgerät wieder in 70 Meter.
Mein Adam word schwer, die Gestalt het not keinen einzigen sichtbaren Schritt gemacht. Es war, als würde die Entfernung zwischen uns einfach verschwinden, ohne jede Bewegung. In diesem Moment hörte ich draußen ein metallisches Geräusch. Klang. Etwas hatte den Sohn berührt. Ich blickte schnell auf den Monitor der Überwachungskameras. Das Bild war wegen der Regenswaller Störungen. Ich hab wieder das Fernglas. 50 Meter. Jetzt konnte ich die Form besser erkennen. Sie war humanoid, aber viel zu groß. Vielleicht 1,5 Meter. Vielleicht mehr. Was mich wirklich beunruhigte, war die Temperaturanzeige im Visier. Der ganze Körper erschien in dunklem Blau, kalt wie der Nassboden um ihn herum. Doch im Inneren dieser Gestalt pulsierten rot Flecken langsam, als würde etwas deren versuchen, Wärme zu erzeugen. In diesem Moment begann das Funkgerät auf dem Tisch ein seltsames Geräusch von sich zu geben. Zuerst klang es nur wie Interferenz. Dann bemerkte ich, dass es ein Rhythmus war. Herzschläge. Tum, tum, tum. Ich legte die Hand auf meine Brust. Ein Herzschlag exakt im gleichen Rhythmus. Ich sah wieder durch das Fernglas 30 Meter. Die Gestalt befand sich jetzt innerhalb der Bastille. Der Sohn war unversehrt. Das Tor war weiterhin geschlossen. Und trotzdem war sie dort, mitten auf dem Hof. Ich blinzelte wieder. 15 Meter. Das Funkgerät wurde schneller. Tum, tum, tum. Die Region auf dem Dach klang jetzt lauter. Die Luft im Container war eisig kalt. Etwas kratzte in der Außenwand des Containers. Ein langsames Geräusch, wie Fingernägel über Metall gleiten. Ich hab das Fernglas erneut. Die Gestalt stand direkt vor dem Fenster, so nah dass das Gerät kaum noch scharf stellen konnte. Der Kopf war zur Seite genäht, als würde sie versuchen zu verstehen, was ich war. Plötzlich explodierte einer der Lichtmasten auf dem Hof mit einem trockenen Knall. Halbe Dunkelheit. Ein paar Sekunden später flackerte ein weiterer Lichtmast und erlosch. Der Hof wurde immer dunkler. Das Funkgerät hörte auf, die Herzschläge zu senden. Für einen Moment herrscht absolut still. Dann tauchte eine Stimme im Rauschen der Statik auf. Leis, schleppend, fast einflüstern. Ich hab zu Ende gesagt. Mein ganzer Körper erstarrte. Genau in diesem Moment spürte ich etwas hinter meinem Nacken atmen. Einen kalten Hauch. Langsam, ich war allein in diesem Container. Die Tür war von innen verriegelt. Die Fenster waren geschlossen. Und trotzdem war etwas hinter mir. Langsam drehte ich den Kopf. Da war niemand, nur der leere Raum, der Tisch, das Funkgerät und das Geräusch des Regens. Doch als ich wieder zum Fenster sah, war die Gestalt draußen verschwunden. Am nächsten Morgen kam das Team, die Schicht zu übernehmen, und fand den Container offen vor. Ich saß noch immer auf dem Stuhl und starrte aus dem Fenster, unfähig zu erklären, was passiert war. Aber der schlimmste Teil kam erst nicht. Als die Leitung beschloss, die Aufnahmen der Überwachungskameras zu überprüfen. Auf den Bildern betritt ich zwei morgens den Container und setze mich auf den Stuhl. Einige Minuten später beginne ich, starr zum Fenster zu schauen, genauso wie ich es in Erinnerung hatte. Doch in der Aufnahme ist noch etwas anderes zu sehen, etwas, das ich in jener Nacht nie bemerkt habe. Von dem Moment an, in dem ich den Container betritt, steht bereits ein extrem großer Schatten direkt hinter mir. Reglos, ohne sich zu bewegen, beobachtend. Und während ich die ganze Nacht über aus dem Fenster starr, legt dieses Ding hinter mir langsam den Kopf, als würde es versuchen, die Form meines Gesichts zu lernen, als würde es studieren, wie es sein kann, ich zu werden.